Hi und willkommen bei einer neuen Folge Work in Progress. Dieses Mal geht's um 2 Events und viele gute Neuigkeiten. Okay, wir starten zuerst mit der MRM-CD, den Meta Rhein-Main Chaos Days. Die finden einmal im Jahr in Darmstadt statt. Und dieses Mal habe ich mich dort ein bisschen hingesetzt und wollte eigentlich was für meine Plotter-Sachen schreiben. Hat da nicht so ganz geklappt. Stattdessen habe ich mich mit meinem Freund Sebastian Mohr oder auch Blinry zusammengefunden. Und wir haben ein bisschen mit Pixel-Shadern experimentiert. Das haben wir nämlich beide noch nicht so richtig gemacht. Jeder mal so ein bisschen. Sebastian hat immerhin schon mal so einen Raymarching-Shader geschrieben. Ich habe nur total rudimentär rum experimentiert. Und wir können mal kurz reingucken, was da so rausgekommen ist. Das ist jetzt nicht, ja, übermäßig überragend spannend, aber für einen ersten Pixel-Shader eigentlich ganz nice. Der Witz an Shadern ist, dass man für jeden Pixel allgemein beschreiben muss, welche Farbe er bekommt. Und deswegen nutzt man eigentlich relativ viel Mathe-Tricks, um da irgendwie coole Bilder rauszukriegen. Und das ist jetzt natürlich relativ banal, was wir gemacht haben. Andererseits ist das hier der komplette Code. Und das finde ich dann schon wieder recht beeindruckend eigentlich. Wir machen da auch gar nicht so viel. Die ersten paar Zeilen sind, dass der Ursprung nicht mehr in der einen Ecke liegt, sondern jetzt im Zentrum. Die Vorschleife, die zeichnet im Endeffekt lauter Kreise, die eben mit der Zeit kleiner werden und auf so einer, wie heißen die, Lissajous-Kurve liegen. Das ist praktisch einfach eine Abwandlung. Hier oben ist die Formel. Man beschreibt praktisch einen Kreis mit Sinus und Cosinus und hängt noch ein bisschen nette Parameter dran und bekommt dann eben keinen Kreis mehr, sondern so unterschiedliche verschlungene Kurven, je nachdem, was der Faktor vorne oder in der Klammer dann eben tut. Und wir können das mal schnell anschauen, wenn wir hier zum Beispiel einen deutlich anderen Abstand in der Zeit angeben, weil jeder Punkt auf der Kurve liegt eben zu einem versetzten Zeitpunkt, damit man eben mehr von dieser Kurve sieht. Und wenn wir die jetzt mal viel kleiner machen, genau, dann sieht man, upsie. Aber man sieht immerhin die ganze Kurve, das war zwar vielleicht gar nicht so unbedingt, was ich zeigen wollte. Hier sieht man es geringfügig besser. Naja, man sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr, dass es einzelne Punkte sind. Genau, und vorne sitzt eben noch ein Punkt dran mit einem Smooth Step. Also eine Step-Funktion ist praktisch so eine, wie nennt man das, so eine Funktion, die einfach eine Flanke bildet. Und Smooth Step eben nicht. Und wenn man das auf den Farbwert anwendet, dann kann ich eben so Verläufe machen oder in dem Fall eben so einen Glow-Effekt. Genau, das ist eigentlich hier, das ganze Ding macht die Vorschleife und dann hier unten die 4 Zeilen, die sind einfach nur noch dafür da, um das Gitter hier zu bauen, damit es eben mehr nach Oszilloskop ausschaut. Und letzte Zeile mit dem Frag Color sagt eben nur noch, dass das in die Ausgabe Farbe geschrieben werden soll. Das war's schon. Das ist halt schon krass und es macht irgendwie Spaß. Man muss so ein bisschen, also ich finde, man muss so ein bisschen Knoten im Hirn bauen, damit man sich das irgendwie richtig überlegen kann. Ich habe dann allein noch mal ein bisschen rumprobiert. Hiermit, da teile ich eben den Screen mit Modulo in so einzelne Parzellen rein. Habe dann auch eine Step-Funktion, mit der ich so Balken abtrenne. Und dann ist Noise ist irgendwie ein bisschen schwierig. Da habe ich mir hier eine Funktion geklaut von jemand, der heißt Art of Code. Der macht super gute Tutorial-Anleitungen für Shader und die habe ich mir fast alle angeguckt und ich glaube sogar mittlerweile von ihm alle angeschaut. Und habe da praktisch mein ganzes Shader-Wissen jetzt draus generiert. Die habe ich mir geklaut von ihm aus einem seiner Shader. Die macht so ein bisschen Zahlenmagie für random Werte. Man könnte, glaube ich, auch hier unten in diese Channel bei Shader Toy Noise reinlegen und daraus Zufallswerte holen. Und die benutze ich dann eben, um die Farbe leicht zu verändern immer. Genau, und dann cycle ich einmal noch durch die Farbe durch. Und genau, mache hier noch ein bisschen mit Sinus so ein Scaling auf den Pixelwerten oder auf der Skalierung, wie die Pixel adressiert sind. Und dann bekommt man damit so einen Wobble-Effekt. Das ist halt auch nicht viel Code, das ist auch schon alles für so eine nette Animation. Und da kann man halt, ich meine, hier die Hälfte ist noch auskommentiert, also da kann man halt echt super schnell viele Sachen bauen.
Und ich hätte da sehr viel Lust, mehr mitzumachen, besonders wenn es es gibt halt Veranstaltungen, die heißen zum Beispiel Algorave, wo Leute Live-Visuals und Live-Audio coden. Und da würde ich gerne mal mir angucken, wie das abläuft und theoretisch auch gerne mitmachen, wobei da mein Shader-Wissen halt jetzt deutlich zu banal ist, um da irgendwas Cooles zu tun. Aber ja, das ist echt spannend. Also das finde ich sehr, sehr gut. Da würde ich echt gerne mehr mitmachen. Das war im Endeffekt meine MM-CD. Ansonsten gab es noch sehr schöne Vorträge dort, eben auch zum Beispiel von Sebastian über seine Zeit im Recurse Center. Das hieß früher Hacker School und das spoilere ich jetzt gar nichts, einfach mal angucken. Das ist ein sehr spannender Hackspace, auf dem man sich bewirbt praktisch, um da teilzunehmen. Und Sebastian wurde da angenommen und war da für 3 Monate. Das kann man sich sehr gut anschauen, sehr spannend gewesen. Und dann war jetzt gestern, beziehungsweise letzter Samstag, in Ulm die Kulturnacht. Das ist so ähnlich wie die lange Nacht der Museen, nur eben tatsächlich mit Kultureinrichtungen. Da muss man sich auch am Anfang des Jahres irgendwie anmelden. Das ist relativ weit im Voraus, dass man da teilnehmen möchte. Und dann können Besucher an der Kulturnacht vorbeischauen. Und wir hatten von 4 Uhr bis 0 Uhr in etwa offen. Und ich hatte meinen Plotter aufgebaut und habe 8 Stunden am Stück Leuten erzählt, was generative Kunst ist und wie das funktioniert und was der Plotter tut. Oh, das war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Es kommen halt immer, das habe ich letztes Mal schon erzählt, es kommen halt immer sehr unterschiedliche Leute und man hat so ziemlich alle Reaktionen von verstehe ich nicht und auch so nach 10 Minuten erklären, verstehen es manche immer noch nicht so ganz. Da weiß ich dann nicht, erkläre ich das vielleicht einfach nicht gut genug oder nicht allgemein genug. Manche Leute, die raffen das, glaube ich, schon ziemlich schnell und finden es halt einfach langweilig. Das ist auch eine valide Reaktion auf sowas. Und natürlich gibt es auch Leute, die es halt super krass toll finden. Und es gab ein paar, die waren da, die meinten, sie folgen mir auf Social Media und sind deswegen gekommen. Und ein paar meinten, sie haben sich auch noch daran erinnern, dass ich letztes Mal schon da war und fanden das damals schon ziemlich toll. Das ist dann sehr schön, wenn Leuten das halt auch so in Erinnerung bleibt, was ich mache. Und ich habe eben jetzt für die Veranstaltung so meinen Standard-Plot-Kram mitgebracht, aber auch was Neues geschrieben. Das hatte ich eben schon angeteasert letztes Mal praktisch. Ein paar generative Modelle, wo man einfach ein Logo oder irgendeine Form reinlegen kann als Grundlage. Und die Modelle verändern das halt in irgendeiner Art und Weise. Ich habe dann jetzt Varianten gemacht, wo man zum Beispiel einfach nur Noise, also Rauschen praktisch auf die Linie gelegt wird ein paar Mal. Dann entsteht so eine Wiggle-Linie oder welche, wo ich Kreise reinsetze, so, die das dann ausfüllen oder nochmal andere Wiggle-Linien, die so ein Zentrum in dieser Form haben und dann praktisch am Rand der Form aufhören. Sieht so ein bisschen wie so Sonnenstrahlen aus oder eine Smoothing-Funktion, die Ecken glättet. Das kann man halt auch mit unterschiedlicher Stärke machen und dann ein bisschen versetzen. Das ist auch sehr nett. Also das kam auch gut an, würde ich sagen. Und ich denke, das eignet sich halt wirklich gut für so Veranstaltungen. Wenn man das dann den Leuten in die Hand drückt, den Plot danach, dann ist das halt auch gleich nochmal, hat es noch einen Bezug zur Veranstaltung. Ich habe in dem Fall halt noch Kulturnacht 2019 mit drauf geplottet, immer an eine Stelle. Und genau, das finde ich sehr gut. Ich würde das gerne noch weiter vervollständigen und das halt auch so als Webseiten-Applikation irgendwo online stellen, dass halt jeder einfach schnell eine Form rein posten kann und dann ja halt eine veränderte Variante davon zurückbekommt, eben vielleicht auch mit ein bisschen Parameterreglern oder so. Muss ich mal schauen, wie ich das umsetze, aber den Code kippe ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal demnächst auf GitHub. Und dann war der Akku leer. Sehr gut. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Ansonsten hatte das Verschwörers halt auch noch andere Ausstellungen. Wir hatten unsere ganzen LoRaWAN-Platinen von der Interessensgruppe ausgestellt. Und ja, da war jemand da zum Erklären. Wir hatten eine Slush-Maschine vorne drin stehen, die war cool. Dann gab es noch Ausstellungen vom Jugendhakt Lab, wo Jugendliche Spiele mit Bitsy gebaut haben. Die waren ausgestellt. Mein Beatlespot-Generator war auch nochmal auf einem Monitor präsent. Und weiter hinten im Haus war dann eben auch noch Lasercutter und 3D-Druck, wo jemand dabei war, der das erklärt hat. Und das Haus war eigentlich die 8 Stunden lang durchweg voll. Ich glaube, das war ein sehr guter Abend. Ja, genau, jetzt habe ich noch
2 Kleinigkeiten. Einmal wurde ich erwähnt im Podcast Gefährliches Halbwissen in der letzten Folge 99. Da können wir jetzt dann gleich mal noch reinhören. Einmal geht es darum, ich weiß leider ihren eigenen Namen nicht, aber ich nenne sie sie heißt Bleep Track und sie ist in so Kreisen wie dem Chaos Computer Club und sowas ist sie relativ vertreten mit so generierten kleinen Stickern von Käfern, berühmt in Anführungszeichen geworden. Und sie macht generell viel so generative Kunst und bringt sie irgendwie auf Plotter und Sticker und alles Mögliche raus. Und macht eine YouTube-Reihe, die heißt Work in Progress. Und da kann man sie verfolgen und da zeigt sich halt Sachen, die sie so baut und macht. Hat irgendwie eine ganz nette Webseite und macht mittlerweile einfach auch YouTube-Videos über das, was sie so tut. Und außerdem habe ich kürzlich noch das hier gepostet. Guys, you know what happened? I'm getting an art award. And there will also be an exhibition with my stuff at Museum Ulm. So, make sure to check the exhibition out starting at November 9th. Genau, ich bekomme nämlich im November den Förderpreis Junge Ulmer Kunst in der Kategorie Bildende Kunst. Und da freue ich mich riesig drüber. Und was da eben mitkommt, sehr schön, im Paket sozusagen, ist eine kleine Ausstellung im Museum Ulm. Und die startet mit der Preisverleihung am 8. November, beziehungsweise offiziell dann für den Rest zugänglich am 9. November und wird in etwa bis Mitte Februar laufen. Wenn ihr in der Zeit also mal in Ulm seid, schaut gerne vorbei. Ich werde, soweit ich weiß, auch Führungen machen und es wird auch Generative Art Workshop oder Workshops geben. Genau, aber Termine sind dann noch nicht fix. Das werde ich einfach noch ankündigen, würde ich sagen. Ich bin jetzt sehr gespannt. Nächste Woche treffe ich mich nochmal mit dem Museum und bespreche Sachen für die Ausstellung. Ich habe da nicht wirklich Erfahrung von. Die Sachen, die bisher übers ZKM ausgestellt wurden, da habe ich mich halt nicht darum gekümmert, wie die aufgebaut wurden. Das wurde im Endeffekt immer vorgeschlagen und gefragt, ob ich das so gut finde. Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gut. Und dann war ich glücklich. Und jetzt mache ich das halt selber. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird. Drückt mir die Daumen. Und ja, nächstes Mal erzähle ich mehr davon. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.